Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei World of Final Fantasy. In der letzten Folge haben wir aufgehört in der Stadt Saronia. Jetzt hat er mich beim Laden aber gerade wieder hierhin verfrachtet. Das könnte daran liegen, dass ich quasi, als ich das Spiel gestartet habe, nochmal in dem PlayStation Store geguckt habe, ob da noch irgendwelche Sachen sind, die man sich irgendwie holen könnte. Und habe dabei festgestellt, dass einige Download-Inhalte, die ich über meine quasi Edition vom Spiel bekommen habe, noch gar nicht heruntergeladen habe. Irgendwie ein Sprachpaket, da habe ich aber noch nichts von merken können, weil ich es halt noch nicht gespielt habe, wieder das Spiel. Aber wir haben auch bekommen Gegenstände. Wichtiges. Wir haben Kolosseumstickets bekommen. Ein Ticket, mit dem du Lumok im Kolosseum herausfordern kannst. Ein Ticket, mit dem wir kleinen Rotberry, also ich denke mal einen roten Tomberry herausfordern können. Und ein Schneeschokobo, also einen weißen Chocobo wahrscheinlich nochmal, die wir da dann, so wie ich das verstanden habe, angreifen und auch fangen können. Genau. Und ich würde sagen, das gucken wir uns auch nochmal irgendwann an. Was wir aber auch bekommen haben, was uns auch im Kampf hilft, ist ein Heldenemblem. Nämlich vom guten, sieht man es hier bitte, ja genau, vom guten Sephiroth. Der fügt einem Gegner physischen Schaden zu, ignoriert die Abwehr, erhöht die Stärke der Truppe. Und Sephiroth ist, wie wir alle wissen, aus Final Fantasy VII. Bitte lass es richtig sein, ja, gegen Cloud. Ja, genau. Aus Final Fantasy VII. Und ja, der eine erhöht die Abwehr der Gruppe, der andere die Stärke der Gruppe. Das ist doch wunderbar. Dann können wir ja je nachdem, was wir für einen Gegner gegen uns haben, das auswählen, logischerweise. So. Ansonsten habe ich jetzt eine Weile nicht gespielt, muss mich gerade erstmal wieder kurz reinfinden. Wir müssen, wie der Screen schon 5-mal gesagt hat, wieder in diese Stadt. Das heißt, wir gehen... Tor verwenden. Da war ich gerade ein bisschen Brain AFK. Und wir müssen der Quest einfach nur folgen nach Port Saronia. Dann machen wir das doch mal. Speicherkristallen regenerieren sich TP und AP. We know. Okay. Ich habe mich beim Schneiden schon gewundert, hier ist ja tatsächlich so ein komischer Filter drüber. Na gut, okay. So, wir müssen mit den Bewohnern sprechen, richtig? Ich glaube schon. Dann machen wir das doch mal. Wir reden mal mit einem. I used to think that the Federation were a pretty scary lot. And look at how much they're doing for us. All you have to do is work towards becoming an architect and they'll give you everything you need to get by. It's great. Now I wish we'd gone and joined them ages ago. Ach ja, Architekten. Genau, da oben die Propagandazeitschrift, wo drin steht, werde Architekt, mach alles, was wir sagen und es wird dir gut gehen. Ich erinnere es knapp. Die haben wir alle schon gesprochen, die hatte den Kürbis. Die haben alle irgendwie Fässer auf den Köpfen, warum denn nur? Wir gucken mal auf die Karte. So. Wir können dahin. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach unten. Dann können wir das von unten nach oben abarbeiten. Armenviertel. Oh ja. Unbedingt. Da sind wohl nicht so viele Architekten unterwegs. Whoa, what happened to this place? I know. How can it be so different from the next road over? Eieiei. Hier ist aber nicht so viel Heil, wa? Aber hier ist eine Nebenquest. Die holen wir uns gleich. Ich will mich nur einmal kurz umschauen, ob ich ja noch eine... Da ist doch eine Truhe. Ein Okkult-Fan 2 Ausgabe. Okay. Gegenstände. Wichtiges. Okkult-Fan Ausgabe 1, Okkult-Fan Ausgabe 2. Diesmal wenden wir uns dem sogenannten Phantomschatzschiff zu, dessen geisterhaftes Einlaufen im Hafen von Saronia stets für großen Aufruhr sorgt. Unseren Recherchen nach soll das ganze Deck mit Gold überzogen sein und der Frachtraum vor Schätzen nur so überquellen. Es gab nur einen Weg, der Wahrheit auf den Grund zu gehen, und so stachen wir in See, um dieses Schiff unserer Träume zu finden. Doch dann verriet uns ein Fischer etwas Ungeheuerliches. Tatsächlich soll noch niemand das Schatzschiff jemals draußen auf See gesehen haben. Und wo wurde es dann gesehen? Fragten wir ungeduldig. Auf unsere Frage hatte der Fischer eine überraschende Antwort. Wann immer das Schatzschiff repariert oder gewartet werden muss, legt es hier in Saronia am Hafen an. Alle Augenzeugen sagten gleichermaßen aus, Glockenläuten gehört zu haben. Man versuchte das Schiff mit Glockenläuten anzulocken, doch ohne Erfolg. Nachdem wir dem Fischer für die wertvollen Informationen gedankt hatten, sortierten wir die Fakten. Zunächst einmal scheint es einen Zusammenhang zwischen den Glockenläuten und dem Auftauchen des Schiffs zu geben. Doch wildes Glockenläuten alleine lockt das Schiff offensichtlich nicht an. Ob es vielleicht einen bestimmten Rhythmus gibt? Warf Wedge plötzlich ein. Großer Goblin, damit könnte er doch glatt recht haben. Daher kam das Schiff nicht.
Wir kannten den richtigen Rhythmus nicht. Falls derjenige, der die Glocke läutet, in Saronia lebt, könnte sich irgendwo in der Hafenstadt ein Hinweis verstecken. Wir gingen der Sache also mit neuem Elan nach. Autor Bix. Ach, guck mal, Bix und Wedge sind unterwegs. Schön, schön. Gut, also können wir hier irgendwie ein Schiff anlocken, das einen Schatz beinhaltet und wahrscheinlich auch eine recht starke Mirage. So, ach guck mal hier, das kleine Graffiti. Algen, Muscheln, Fische. Okay, wer frisst was oder was? Er isst Algen, dann Muscheln, dann Fische, da oben ist eine Glocke. Das wird bestimmt was zu bedeuten haben. All I want is to be able to live my own life. Is it so wrong for me to seek my own path and not strive to become an architect? Aha, siehst du, die wollen keine Architekten werden, da geht's denen mal plötzlich nicht mehr so gut. Wer hätte das gedacht? Everyone tells me I should strive to become an architect, but there's only so much you can do when you've been around as long as I have. Also hier entscheiden sie die ganzen Leute abzuschieben, die keine Architekten werden wollen, oder wie? Das ist ja ein netter Verein. Aber ich muss ihn mal trotz klein machen. Achso, falsche Taste. So, damit die Proportionen stimmen. So, was hast du I hear zu there are sagen? special attacks out there specifically devised to take out stacked opponents. If I ever ran into bad guys with moves like that in their arsenal, you can bet I'd get myself unstacked pronto. Das stimmt. Aber so eine Attacke hätte ich auch gerne. Mit der Quest reden wir zum Schluss. Wir gucken uns erstmal hier ganz auf. If someone isn't able to raise their civic rank high enough, the Federation brands them a derelict and sends them to the slums, where they're forgotten. Ah ja, siehst du? Also wenn man nicht das macht, was die Obrigkeit, also das, sagen wir mal, Regime tut, dann wird man ganz schnell hier abgeschoben. Kennen wir das? Nein, natürlich nicht. Okay. Dann kann man das angucken? Nee. Gut, dann reden wir doch jetzt mal mit dem Questgeber. The moment Saronia joined the Federation, things around here took a turn for the worse. What could the Thane possibly be thinking? Okay. Was ist denn nun los? You know, from the sound of it, they must have joined up with the Federation pretty recently. I think now I'm starting to see what Princess Sarah meant. Well, for now, why don't we see if we can go talk to that Thane guy about the League of S? I'm probably wasting my breath, but try to watch what you say around here. Sure. Looks like the Thane's manor is at the very tippity the top of the town. Let's move it out. Ja. Ach nö, ich will mich hier noch umgucken. Ja, aber dass irgendwie der Herrscher ganz oben sitzt, war ja auch klar. So. Das heißt, es war gar nicht die Nebenquest, es war die Hauptquest, die wir da hatten. Naja, gut, okay. Egal. So, was haben wir hier? The harbor is off limits to outsiders. We can't let just anyone inside. Sorry about that. Dann eben nicht. Ach, warte mal, ich habe das JP-Sprachset runtergeladen. Heißt das, wir können jetzt japanische Sprache hören? Mit deutschen Untertiteln? Ja, machen wir vielleicht mal in einer Folge. So, jetzt gehen wir zum Hafen. Können wir dann gehen wir hier hoch. Okay. Hier ist doch wieder eine Sequenz. I said for you to scram, kid! Will you just listen to what I have to say? Is that Refia? You caught up. What's going on here? They giving you trouble? I already told them that the Thane is my uncle. I'm not allowed to talk to my own flesh and blood now? I don't care who you're supposed to be, cause you ain't seeing him! Dude, what? Well, you see, sir, we are here to meet the Thane on behalf of Princess Sarah of Cornelia. Have a look for yourselves. That's the Cornelian seal. What now? I expected better from you, considering you're practically our neighbors. Yeah, you tell him, Rain. Cornelia's got giants for emissaries? They got some kind of royal Cornelia thing with them. What? You sure? Beats me. You gonna send them packing and take the risk? Wait here. I'll go check with his Thane ship. Ja, dann hat er das Schreiben ein bisschen The was. Thane says he'll see you. Let's go, Refia. Huh? Hey, the girl stays here. What? Refia is part of our entourage. That's right. She just anteceded us. What? Toodaloo.
Thank you, guys. You're always there for me. No big deal. Yeah, I mean, it wasn't a lie. We were all heading in more or less the same direction. Das stimmt. So, ui. Geile Statuen. You must be the giant emissaries from Cornelia. Oh, yes. We're here to... I hear the Federation finally gave up and just invaded them. Are you telling me the invasion failed? Are you here to ask for my help? Yes, they did try to invade, but for the moment... Who are you? Why, Refia, is that you? Who are you? My dear, please. It's me, your uncle... No! You are not Uncle Taka! Wait, sorry, what? Then I was right. If you've managed to see through this facade, then there's no mistake. You are a medium. Huch. Yes, I was wise to make sure you left town, and to ensure that you never returned. Where's Uncle Taka? Why, he's standing right in front of you. Make no mistake, little girl. This is your uncle. What are you? How intriguing. This must be an act of fate. The giants from the hills here, and with them a champion's medium. And not just any medium, one that bleeds the same blood as this body. Okay. It's more than fate. It has to be destiny. How can I not rise to it? Da ist aber einer besessen. That Oh. answers that. He's the one who put up the threshold here. Ah, okay. Dann schauen wir mal. So. He just Ah, ja. change sizes the way that you two do. So, is he a Bahamutian soldier? Well, he's nothing like the ones we fought so far. Be careful. So, dann machen wir erstmal wie üblich Analyse. So, Föderationswache, 3840 HP, Größe L, Mega Phoenix, Alma Kristall. Keine Schwächen, resistent gegen alle Zustandsveränderungen, kann nicht gefangen werden. Gut, das heißt, wir hauen einfach stumpf drauf. Wenn er keine Resistenzen hat, können wir tatsächlich einfach so draufhauen, weil ich habe noch... Wir probieren mal, wir machen mal Vergleichswerte. Erstmal greifen wir einmal so an. 173. Oh, Giftlanze. Ist sie vergiftet? Ja. 227, okay. Und jetzt machen wir, also erstmal muss sie quasi jetzt... Kann ich schon Gift entfernen? Nö. Aber wir müssen gerade mal das Gift wegnehmen, das dauert sonst zu lange. So. Gegengift. Drain. Okay, there. Sehr schön. 93 Schaden ist jetzt ja nicht die Welt. So, was hatte er? 220. Jetzt machen wir mal. Oh. Was machen wir denn mal? Wir machen mal Flamme. This is it! You disappoint me. Ist weniger. Okay. So, Sieg macht mal Dunkelung. 257, das ist mehr. Okay, was mit ihm kann er Rache stoßen? 0, geil. Habe ich gerade die an... Ei! Das war ein harter Treffer. Okay. Dann würde ich sagen, nur über die Fertigkeiten. Wieder auf Land. I've got this. So, und dann muss er mal verteidigen, damit er nicht auseinanderkippt. Oder können wir den Stapel irgendwie... haben wir eine Fähigkeit, mit der wir das wieder stabilisieren können? Also stabilisieren quasi. Nein. Dann muss er mal gerade verteidigen. Damit wir wieder sicherer stehen. So, und dann machen wir... Rachestoß habe ich, glaube ich, gerade falsch verstanden irgendwie. Dann probieren wir es mal mit... Schlag. Okay, das bringt... Wir greifen mit ihm ganz normal an. Okay, das heißt, sie kann aber ja Dunkelung machen, das hat ja ganz viel Schaden gemacht.
der wackelt schon wieder. Hör mal auf damit zu wackeln. Und verteidigen wir. Volltreffer, sehr schön. So, er steht wieder einigermaßen stabil. Das ist wieder weiter an. Ja, das ist bei ihm egal. Wenn er keine Resistenz sind, können wir mit ihm ganz normal angreifen. Gut, dann würde ich sagen, sie hat wieder Punkte. Dann machen wir immer kurz so. Wieder. Dann haben wir gar kein Risiko eingehen, großartig. Und wir können uns wahrscheinlich gleich auch noch mal Sephiroth angucken, darf ich? Yes. Oh, verfehlt. 92, dann kann sie ja mal heilen. Einfach nur weil wegen der Sicherheit und so. Können wir jetzt schon eigentlich. Warte mal, wo muss ich denn noch mal. Wie mache ich denn das nochmal? Noch gar nicht. Okay. Volltreffer, sehr schön. Die hat viele Volltreffer, oder? Ei, Stapel-Volltreffer. Ach, das ist das, was der vorhin am Hafen meinte, von wegen starker Schaden gegen Stapel und solche Geschichten. Ärgerlich auch, schade. Können wir da mal wieder kurz rüberschicken? Ah, scheint die. Okay. Wieder kurz rüberschicken. Können wir den Stapel wieder aufbauen? Wir können aber nochmal. Doch, wir können gleich den Stapel aufbauen. Okay. So, jetzt können wir wieder stapeln. Courage, Angriffskraft hoch. Okay, dann machen wir erstmal kurz wieder. Jupp. Dann greifen wir. Haben wir eine defensive Geschichte? Haben wir etwas schon? Ja, jetzt mal ganz kurz gucken. Fügt ein Gegner höheren physischen Schaden zu, je niedriger die eigenen TP sind. Ah, okay. Ja, das erklärt, warum der vorhin so wirklich wenig gemacht hat. Die wollen wir Preisgründe probieren. Ja, ne? Viel hat er ja auch nicht mehr. Okay. Giftlanze. Wir bräuchten echt mal ein bisschen Gegengift als Skill, ne? Na egal, wir greifen jetzt mal an. Das geht auch noch. Und der ist ja auch gleich da. Ah, ja. Predictable. Sehr schön. Sehr schön. Das ging ja problemlos. Sehr schön. Mega Phoenix. 3 Eimerkristalle sogar. Sauber. Dafür können wir ja wieder Fähigkeiten und Helden kaufen. Richtig? Ich glaube schon. 750 Gil ist auch ordentlich. Fein, fein. Fein, fein. So, und wer ist das jetzt? Oh, yeah! Why are you stopping? Show me more. Does fate bind us? Has destiny aligned us? Show me! Oh, hallo? Sir Squiritus, what? Why are you? Ritter mit der Goldmaske. You are a fool to so much as inquire. An imbecile beyond belief to let a medium to champion a fire! Okay. That's not good. Away from death, away from life they stay. Contain them or you'll... Wait, this way! Huh? Isn't that the same? Well, are you guys coming or not? Okay. Run for your lives! Hat die gerade einen riesigen Feuerball geschmissen, die Katze? The gods would caution us. Is this a sign that we'll not go unchallenged? That there's no way to know the pieces are alive? Okay. Ja, schön. Ich hatte mich gewundert beim Kampf schon, warum der die ganze Zeit sagt, du enttäuscht mich, gib mir mehr, ja, ja und so That weiter. was too close. Charlotta, thank you. Huh? Charlotte? I Oh! just knew you would get yourselves in trouble.
And boy, did you prove me right. What do you call that creepy trick? You're the creepy one here. Unbelievable. Would you just put these on, then take another look at the town? Okay. What the honk? Huh? Is that coming out of the sky? Let them me! I want to have the turn. Hey, Refia, you should have a look too. How do you explain this? Don't expect any help from me on that one. After all, not even the visitor who left those monocles at my inn could tell me exactly what it's showing us or how. From what I was told, every member state in the Federation is trussed up like this. So, I thought I'd bring the lenses here, but maybe I didn't have to. The Thane was visibly crazy. What in Grimoire is going on? Okay, guess we'll file that one under no one knows. So what do we do? We came here to ask about the League of S, but all we found was a lot more questions. Sorry, did you say the League of S? That's right. Okay, was kommt jetzt? Oh, if that's all it is, then maybe I can help you out. You can? Oh, sure. I know a few people right here in Saronia who should be able to get in touch with the League. I'll ask them to pass on your message. Do you mean it? Thank you! Charlotta's been around a lot longer than she looks, so she knows tons of people. Isn't that great? Don't you talk about my age. So, like, what's with you and the catamorphosis? That is a very long story that I don't feel like telling. But I will say this. Cats get around. Huh? Yep. Oh, that's cool. Yep. So, the real question is, what are you two planning to bite off next? We've still got a lot to puzzle over. But now that the League of S thing is settled, I think we'd better resume our quest to find mirages. Yeah. Plus, we've got that castle. And Mom to track down along the way, too. Sounds pretty good to me. From here, the best place to go next would have to be the low seas. In which case, you basically have no choice but to find a boat down at the docks. I guess this is the last town on the continent. Okay then, we'll figure something out. So what about you two? Are you coming back to the Solace, Refia? The wolves have been taken care of now, so the only thing to fight off is the cold. Sure. I need some time to digest this business with Uncle Taka. The Solace sounds great. If you'll have me. Of course I will. Well, you two, thank you so much for everything. Best of luck in all your adventures. Thanks. Take care. Hey, Charlotta. Thanks for stepping in to help. Sure. Speaking of stepping in, I don't suppose you were planning to make it up to me? For trouncing on my tail? Oh, so that really was you. Gosh, I was kind of hoping you'd forget. Du hast ein paar magische Monokel erhalten. Okay, was die uns wohl bringt. Also, ja, wir wissen, was sie uns bringt, aber wie man sie wohl einsetzt. Refias Heldenemblem wurde freigeschaltet. Du kannst es im Zimmer des namenlosen Mädchens erwerben. Geil, das probieren wir gleich mal aus. Möchtest du deinen Fortschritt speichern? Unbedingt. Ja. So, ihr solltet die Stadtbewohner Saronias nach einem Boot fragen. Das machen wir gleich. Aber vorher hätte ich ganz gerne das Heldenemblem. Genau. Port Saronia betreten. Jupp. Chapter 8. Buccaneer Blues. Unter Piraten. So let's see. Refia said to borrow a boat at the docks and head to the low seas. Well then, why don't we try asking around town? And see if anyone's renting them out. Ja. Das machen wir. Und zwar in der nächsten Folge von World of Final Fantasy, würde ich sagen. Ja, genau. Machen wir in der nächsten Folge. Dann würde ich sagen, bis dahin, habt eine gute Zeit. Gehabt euch wohl. Euer Rhosko. Tschüss.